Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Gracie and Reinhard is back again. Gracie und Reinhard sind wieder da. So Paul is teaching them that what you did was a seed. Paulus lehrt sie also, dass das, was sie getan haben, eine Saat war. And a seed is always good for yourself. Die Saat ist immer gut für dich. Now look at verse 16. Schau dir Vers 16 an. And when I was in Thessaloniki, you supported me for well over a year. Und als ich in Thessaloniki war, habt ihr mich über ein Jahr lang unterstützt. So now he's telling them and he's reminding them of the incredible thing they did. Jetzt sagt er es ihnen und erinnert sie an das Großartige, das sie getan haben. And now look at verse 17. Und nun schau Vers 16 an. He says, I mention this not because I'm requesting a gift. Er sagt, ich erwähne das nicht, weil ich um eine Gabe bitte. How many people can honestly say that? Wie viele Menschen können das ehrlich sagen? Do you know, I remember I've said not on one occasion, but on several occasions. Ich erinnere mich, dass ich nicht nur einmal, sondern mehrere Male mit Leuten zusammengesessen bin. I've sat with pastors and discussed the subject of tithing. Ich habe mich mit Pastoren zusammengesetzt und über das Thema Zehnten diskutiert. And I've shown them from the Bible that it is wrong. Dabei habe ich ihnen anhand der Bibel gezeigt, dass es falsch ist. And the sad thing was this. Das Traurige daran war Folgendes. Several of these pastors, after I've showed this to them, Mehrere dieser Pastoren sagten, nachdem ich ihnen das gezeigt hatte, they actually said, wow, yes, you're right. wow, ja, du hast recht. And then they said, Dann sagten sie, but we cannot stop teaching tithing because then the people won't give. aber wir können nicht aufhören, über den Zehnten zu lehren, weil die Leute dann nicht mehr geben werden. And we need the money. Doch wir brauchen das Geld. And this for me in the beginning was so shocking. Das war für mich am Anfang so schockierend. I tell you why. Ich sage dir warum. Because first of all, these pastors trust men more than God. Erstens, diese Pastoren vertrauen den Menschen mehr als Gott. But the second thing is this. Doch das Zweite ist Folgendes. They are teaching something that they know is not true. Sie lehren etwas, von dem sie wissen, dass es nicht wahr ist. Now, I'm not saying that every pastor does this. Ich sage nicht, dass jeder Pastor das tut. I am sure that a lot of pastors who teach it, they actually believe it. Ich bin sicher, dass viele Pastoren und Lehrer das auch wirklich glauben. But there is some that know it doesn't make sense and they do continue to teach it. Aber es gibt einige, die wissen, dass es keinen Sinn macht und sie lehren es trotzdem weiter, Because they need the financial gift. weil sie ihre finanzielle Zuwendung brauchen. Look what Paul said. Schau genau hin, was Paulus sagt. I did not mention this because I'm requesting a gift. Ich habe das nicht erwähnt, weil ich um eine Gabe bitte. So Paul did not even need the money. Paulus brauchte das Geld also gar nicht. I mean, did he need it? Ich meine, hat er es gebraucht? In a sense he did. In gewisser Weise schon. But on the other sense he did not. Auf der anderen Seite brauchte er es nicht. Because first of all he learned to trust God. Denn erstens lernte er, Gott zu vertrauen. But secondly he came to a place where he didn't care if he didn't have anything. Zweitens kam er an einen Punkt, wo es ihm egal war, wenn er nichts hatte. And we've already talked about this in verse 12 and verse 13. Darüber haben wir bereits in Vers 12 und Vers 13 geredet. So look, if Paul is not even caring about their financial contribution, Also schau, wenn Paulus sich nicht einmal um ihren finanziellen Beitrag kümmert, why does he talk to them about this? warum redet er dann mit ihnen darüber? Why do people who lead churches make appeal for offering? Warum machen Menschen, die Gemeinden leiten, einen Spendenaufruf? Because they need the money. Weil sie das Geld brauchen. Paul was different. Paulus war anders. So he says, I'm not saying this because I need your gift. Er sagt also, ich sage das nicht, weil ich eure Gabe brauche. But look what he said. Doch schau, was er dann sagt. But, and I love the buts in the Bible. Aber, und ich liebe die Aber in der Bibel. You've heard me teach about a lot of different buts. Du hast mich schon über viele verschiedene Aber lehren gehört. So, but means this is a connection between what he just said and what he's about to say. Aber bedeutet, dass es eine Verbindung zwischen dem gibt, was er gerade gesagt hat, und dem, was er noch sagen wird. So look. Also schau. But so that the fruit of your generosity may bring you an abundant reward. Aber damit die Frucht eurer Großzügigkeit euch einen reichen Lohn bringen möge. I wish that every Christian leader could be like this.
Ich wünschte, jeder christliche Leiter könnte so sein. So Paul was so sincere that he said, I love you guys so much Paulus war so aufrichtig, dass er sagte, ich liebe euch so sehr, that I'm going to teach you this important spiritual truth dass ich euch diese wichtige geistliche Wahrheit lehre, because it's all about you, it's not about me. denn es geht nur um euch, nicht um mich. I mean, he wanted their abundant reward, not their money. Ich meine, er wollte eine üppige Belohnung für sie und nicht ihr Geld. I tell you what, if people would teach this spiritual law of sowing and reaping, Ich sage euch, wenn die Menschen das geistliche Gesetz von Saat und Ernte lehren würden, honestly and sincerely, because they cared about the people and they did not want their money, ehrlich und aufrichtig, weil ihnen die Menschen am Herzen liegen und sie nicht ihr Geld wollen würden, they could teach it with true spiritual authority. könnten sie es mit wahrer geistlicher Autorität lehren. And what would happen? Und was würde passieren? People would never feel abused. Die Menschen würden sich niemals missbraucht fühlen. And people would in reality be much more generous. Die Menschen würden in Wirklichkeit viel großzügiger sein. You know, if we understand this truth, we will always love to sow. Weißt du, wenn wir diese Wahrheit verstehen, werden wir es immer lieben zu säen. When I married Debbie, Als ich Debbie heiratete, I said a few things I never want to change. sagte ich ein paar Dinge, die ich nie ändern möchte. I said, I never want to ask for money. Ich sagte, ich will nie um Geld bitten. I never want to go into debt. Ich will mich nie verschulden. And I always want to be very radically generous. Und ich will immer radikal großzügig sein. So look, this applies for me too. Das gilt also auch für mich. Debbie and me have lived a life of almost 36 years radically sowing. Debbie und ich haben seit fast 36 Jahren radikal ausgesät. So what happens? Und was passiert? We have an abundant reward of our own generosity. Wir haben eine reiche Belohnung für unsere eigene Großzügigkeit. Let me tell you something. Ich erzähle dir etwas. We started to sow when we did not even know how to feed our own children. Wir haben angefangen zu säen, als wir nicht einmal wussten, wie wir unsere eigenen Kinder ernähren sollten. I'm going to give you an incredible key here. Ich werde dir hier einen unglaublichen Schlüssel geben. If you want to sow a lot, you have to start with what you have. Wenn du viel säen willst, musst du mit dem anfangen, was du hast. Think about this. Denk darüber nach. If you have 10 kilos of rice and that's what you need to eat a year, Wenn du 10 Kilo Reis hast und so viel brauchst, um dich ein Jahr lang zu ernähren, but you eat a little less the first year and you sow 1 kilo, aber im ersten Jahr etwas weniger isst und 1 Kilo säst, every single year you can increase the seed and you can increase the harvest. kannst du jedes Jahr die Saat vermehren und die Ernte steigern. So you will have more rice and you will have more seed. Du wirst also mehr Reis und mehr Saatgut haben. And Paul wanted them to understand, I don't really want anything from you. I want something for you. Paulus wollte, dass sie das verstehen. Ich will nicht wirklich etwas von euch, ich will etwas für euch. Because I taught you, Denn ich habe euch gesagt, you sowed into me, dass ihr in mich gesät habt. and now this will bring reward to you. Jetzt werdet ihr dafür belohnt. That's how the kingdom works. So funktioniert das Reich Gottes. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.